Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich habe mal wieder ein Auspackvideo über ein Erwachsenenspielzeug aus dem Bereich der Modelleisenbahnwelt zusammengestellt. Diesmal ist das Paket von der Firma Dingler gekommen, die vielen für faszinierend detaillierte Spur-1-Modelle ein Begriff ist. Und wie man jetzt schon erahnen kann, enthält der große Versandkarton nicht nur ein Modell, sondern 3. Das heißt also, dass es diesmal sogar ein Dreifach-Auspackvideo mit gleich 3 Spur-1-Lokomotiven gibt. Nachdem ich an den Schutzkartons von außen nicht sehen konnte, welche Lok in welchem Karton ist, überlasse ich die Auspackereihenfolge nun einfach dem Zufall, erkläre dann aber natürlich immer gleich, um welches Modell es sich handelt. Und jetzt sehen wir auch schon am Verkaufskarton, dass es sich hier um das Modell der Akku-Kleinlokomotive in der Epoche 3B Ausführung handelt. Bei dieser ersten Lok zeige ich jetzt auch etwas ausführlicher, wie sie verpackt ist und was zum Lieferumfang gehört. Zunächst das Zertifikat des Modells, aus dem ersichtlich ist, dass diese Lokvariante in einer Auflage von lediglich 23 Exemplaren gefertigt wurde und die fortlaufende Seriennummer 9 von 23 hat. Dann folgt eine kleine Bedienungsanleitung. Und schließlich noch die Übersicht der Digitalfunktionen des Modells auf Basis eines LokSound 5 Decoders der Firma ESU. Nachdem das Modell, wie gleich zu sehen ist, recht zierlich und klein ist, kommt natürlich kein großer Spur-1 Decoder zum Einsatz, sondern die kompakte H0-Variante des ESU-Decoders. Wie jetzt ebenfalls gleich zu sehen ist die Lok nicht angeschraubt, sondern nur durch Schaumstoff, Polsterfolie und die Federpuffer fixiert. Was aber bei dem Modellgewicht auch vollkommen reicht. Der linke Schaumstoff ist anscheinend am Karton angeklebt. Und hier beim ersten Auspacken war ich auch noch deutlich sichtbar verunsichert, wie ich das Modell am besten anfassen kann. Es handelt sich hier um die damals in der Epoche 3B in München stationierte Akku-Kleinlokomotive KA 4015. Gebaut wurde ihr Vorbild im Jahr 1930 von AEG. Sie erhielt damals zunächst die leicht anders lautende Betriebsnummer KS 4015. Denn ursprünglich wurden die 4 anfänglich als Versuchslokomotiven eingesetzten Fahrzeuge noch als Speicherlokomotiven bezeichnet. Sie hatten deshalb nach dem K für Kleinlokomotive ein S für Speicherlokomotive. Und anfangs war das Erscheinungsbild der Akku-Rangierloks noch komplett anders, wie wir gleich bei den 2 weiteren Modellen in diesem Auspackvideo sehen werden. Noch kurz ein Blick auf die Waage. Das Modell hat ein Gewicht von 1053 Gramm und ist, so viel verrate ich schon mal, die schwerste der 3 hier im Video vorgestellten Rangierlokomotiven. Jetzt zeige ich im Zeitraffer, wie ich die nächste Rangierlok auspacke. Hier stellt sich gleich heraus, dass es sich um die KS 4012 gemäß Epoche 3A handelt. Das Zertifikat zeigt, dass von dieser Modellvariante insgesamt nur 10 Exemplare gefertigt wurden. Hier auch gleich ein erster Blick aus der Nähe.
Schließlich gibt es jetzt noch als dritte Rangierlok die Ursprungsausführung der am Anfang ausgepackten KA 4015. Sie wurde 1930 ausgeliefert und erhielt die Betriebsnummer KS 4015. Auch von dieser Variante gibt es insgesamt nur 10 Exemplare von der Firma Dingler. Für meine an Details interessierten Zuschauer gibt es in den nächsten Minuten zunächst von der Epoche 2b Ausführung der Speicherlok KS 4015 eine Rundumansicht sowie diverse Makroaufnahmen. Danach folgen auch in aller Ruhe die beiden anderen Lokvarianten. Ab Minute 15 zeige ich dann die Lichtfunktionen und die Soundfunktionen der Rangierloks. Ab Minute 21 und 35 Sekunden gibt es schließlich noch von jeder der 3 Loks Probefahrten. Bei jedem der 3 Modelle sind die Puffer und die Schraubenkupplungen beweglich und gefedert. Zudem lassen sich die Deckel der 4 Kästen für die Speicherbatterien öffnen. Die Achslager der Loks sind aufwendig gefedert. Sie haben sogar richtig funktionstüchtige mehrlagige Blattfedern. Schließlich noch kurz ein Blick unter die Lok. Die Stromversorgung erfolgt über Pilzkontakte an den Spurkränzen der Räder. Der Antrieb des Modells erfolgt über die linke Achse. Sie wird über ein Getriebe und eine Welle von einem in Längsrichtung verbauten Glockenankermotor mit Schwungmasse angetrieben. Die hier im Bild rechte Achse wird nicht angetrieben, sondern dreht sich frei. Jetzt wechseln wir von der Speicherlok KS 4015 in Epoche 2b Ausführung zur KS 4012 in Epoche 3a Ausführung. Ihr Vorbild blieb laut deutschekleinloks.de immerhin bis 1959 im Einsatz, wurde dann aber verschrottet.
Beim Blick unter die erste Lok habe ich übrigens vergessen zu zeigen, dass das die Öffnungen für den Lautsprecher sind. Und jetzt zeige ich auch nochmal die gefederten Achslager. Schließlich gibt es nur noch von der Epoche 3a einen kleinen Zeitsprung in die Epoche 3b zur Akkurangierlok KA 4015. Man möchte ja fast nicht glauben, dass es sich bei diesem Modell um dasselbe Vorbild handelt wie bei der vorhin gezeigten schwarzen KS 4015. Sie wurde, wie bereits erwähnt, 1930 gebaut und dann in den 1950er Jahren umgezeichnet zur KA 4015. Zudem erfolgte in dieser Zeit auch ein sehr weitgehender Umbau. Dabei wurde das Hochdach abgenommen und ein niedrigeres, relativ geschlossenes Führerhaus realisiert, das dem vieler anderer Köff-Lokomotiven sehr ähnelt. Dingler hat die KS KA 4015 übrigens auch noch in 3 weiteren Varianten als Kleinserienmodelle produziert. 2 davon haben als Epoche 4 Modelle die Betriebsnummer 381 101-5 erhalten und sind mit bzw. ohne gelbem Warnanstrich gefertigt worden. Eine weitere Variante wurde mit blauer Lackierung der Interfrigo und Betriebsnummer IF 330 realisiert, mit Stationierung am Badischen Bahnhof Basel. Seit 1992 ist die KA 4015 im Besitz des Bayerischen Eisenbahnmuseums in Nördlingen. Dort erhielt sie in mehreren Etappen langsam wieder einen roten Anstrich und inzwischen auch wieder die Epoche 3 Betriebsnummer KA 4015. Ob und wann sie in Betrieb genommen werden könnte, ist nach Auskunft des Bayerischen Eisenbahnmuseums derzeit vor allem aus Kostengründen leider nicht absehbar. Ich komme jetzt zu den Lichtfunktionen der Akkurangierloks. Natürlich haben die 4 Modellvarianten mit dem geschlossenen Führerstand eine Innenbeleuchtung. Bei den 4 offenen Modellvarianten mit dem Hochdach könnte man vermutlich über das Wort Innenbeleuchtung streiten, aber auch sie ist in der Bedienungsanleitung so benannt. Sowohl für die Innenbeleuchtung als auch für die Spitzenbeleuchtung verwendet Dingler bei diesen Modellen Leuchtdioden. 3 der 4 offenen Varianten haben wie diese Lok eine Zweilichtspitzenbeleuchtung. Die 4. Variante hat wie auch alle Varianten mit dem geschlossenen Führerstand eine Dreilichtspitzenbeleuchtung.
Am anderen Ende, bzw. wie hier beim Fahrtrichtungswechsel, leuchtet nur die obere Lampe. Und schließlich ist noch per Funktionstaste eine Rangierbeleuchtung aktivierbar, bei der dann vorne und hinten alle 3 Leuchten strahlen. Bei der Nahansicht sieht man, dass Dingler in den Leuchten tatsächlich so etwas wie Glühbirnen nachgebildet hat. Als nächstes kommen die Soundfunktionen, die bei jeder Lokvariante identisch sind. Das Modell hat eine Hupe in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. Das Kuppeln. Ich löse die Taste wieder. Es gibt mehrere verschiedene Schaffnerpfiffe. Zudem sind verschiedene Rangierfunkdialoge oder Ansagen im Decoder enthalten. Mit F13 Aus dem BW nach Gleis 1. Wir haben frei, kann's kommen. Funktion 14, Wir haben frei, kann's kommen. Funktion 15, Lok mit 3 Wagen bis 3112 von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden. und noch F16 mit mehreren Tastendrucken hintereinander. Noch 3 Längen. Noch 2. Noch eine. Noch eine halbe. Und halt. Dann gibt es ein Kurvenquietschen. Ich schalte das jetzt ein und fahre mit der Lok an. Mit F9 gibt es ein Weichengeräusch. Es passiert jetzt nichts, das funktioniert anscheinend nur, wenn der Loksound eingeschaltet ist. Dann schalte ich jetzt den Fahrsound ein und lasse jetzt mal die Lok einfach anfahren. Nun die Weichengeräusche. Die Schienenstöße bei Fahrt. Für das Bremsenquietschen gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste haben wir vorhin schon mal gehört, aber einfach nochmal. Mit F18 kann man das Bremsenquietschen deaktivieren. Und jetzt fahren mit schwerer Last. Da ist das Bremsenquietschen einerseits dann deutlicher zu hören und zum Zweiten fährt die Lok langsamer an und bremst auch ganz gemächlich ab. Nochmal etwas schneller. Und jetzt mit Fahrsound das Lokbremse anlegen.
Nun die versprochenen Probefahrten. Den Anfang macht die Epoche 2B-Version über eine Weichenkombination mit 1020 mm Abzweigradius. Sie fährt zunächst in der niedrigsten Fahrstufe. Hierbei benötigt sie für 1 Meter Gleis 233 Sekunden. Das entspricht maßstäblich umgerechnet gerade mal 0,5 Stundenkilometer. Aber jetzt geht es etwas schneller weiter. Und nun nochmal ein paar Fahrstufen mehr. Zurück geht es jetzt mit eingeschaltetem Betriebsgeräusch. Zunächst wieder in der niedrigsten Fahrstufe. Nun steht die Lok auf meinem Fotodiorama für eine kleine automatisierte Bahnhofspendelfahrt. Als nächste kommt die Epoche 3A-Variante gemeinsam mit einem Güterwagen der Gattung X05 zum Einsatz.
Schließlich ist jetzt auf dem Fotodiorama auch noch die Epoche 3B Variante der Akku-Rangierlok an der Reihe. Jetzt steht die Epoche 3A Variante auf meinen Testgleismodulen, um ein paar sogenannte eiserne Kohlenwagen abzuholen.
Zu guter Letzt ist nun auch nochmal die Epoche 3B Variante der Akkurangierlok im Einsatz. So, das war's mit meinem Dreifach-Auspackvideo über die Akkurangierloks KS4012, KS4015 und KA4015 von Dingler. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal euren Freunden weiterempfehlt. Servus, bis zum nächsten Mal, euer Peter Pernsteiner.